Grüß euch. Tun wir gleich mal ein bisschen Verwirrung stiften und fahren zeitgleich links und rechts an mir auf der falschen Seite vorbei und dann kurz danach ein paar andere, einfach ohne schauen, ohne irgendwelche Anzeichen, einfach stehen bleiben, wie man es halt gelernt hat, gell? Ist da nicht ganz sauber. Und jetzt erst anschnallen. Das passt, locker passt es. Ich sag's euch, oh, da kommt ja einer entgegen, ja, dann passt's natürlich nimmer. Jetzt super geil. Fahrt einfach mal auf der Gegenspur. Also so Leute sind doch auch nicht ganz sauber, oder? Warum machen die das überhaupt? Auf der anderen Seite ist genauso ein Radlweg. Keiner zwingt euch ein Auto zum Kaufen. Wenn's keinen Parkplatz findet, dann lasst es nicht an andere aus. Rollstuhlfahrer haben jetzt da richtig die A-Karte gezogen. Und ist Lucken zu klar, ist das Auto zu groß. Es muss ja nicht immer der 3-Tonnen-Wagen sein, der direkt vorm Eingang parkt. Ein bisschen Laffer schaut auch nicht. Warum macht denn der sein Horn nicht an? Bei so einer großen Kreuzung, da darf's auf jeden Fall nicht schauen. Jetzt, die hat man schon denkt. Heimlich still und leise fahrt der da durch. Mimimi, hab keinen Parkplatz nicht gefunden. Ja, wir haben eigentlich noch. Gräer, eigentlich haben wir nur Gräer. Aber wenn man auf die Fußgängerampel schaut, die schon eher auf Rot scheut, kann man natürlich meinen, ich hab auch schon Rot. Ist aber nicht so. Grün, mein Freund. Nicht auf die Fußgänger achten. Jetzt schneiden. Falsche Seite. Oh, was machst du da? Weg da. Runter vom Radweg. Und wenn einem sowas schon auf 180 bringt, dann wird's Zeit für einen Beruhigungstee. Ich mag aber keinen Tee, drum tue ich nur ein bisschen bei mir draußen miteinander radeln. Da kann ich ein bisschen runterkommen, so war's zumindest plant. Wenn dann natürlich sowas gemacht wird, dann wird's ein bisschen schwierig mit dem Relaxen. Vollpfosten. Und einen halben Kilometer später habe ich schon wieder eingeholt. Also war die Aktion sowieso für die Katz. Jetzt bleib heute mal auf deiner Spur. Die Regenrinne ist kein Radlweg. Lasst sie Leid an Platz. Jetzt klangt's aber. Jetzt platzt mir gleich der Hut. Und nachdem hat's mir dann endgültig gelangt für den Tag. Da bin ich dann 5 Grad heim. Und am nächsten Tag ist dann gleich weitergegangen mit ich überhole einen Radler zu knapp, obwohl ich freie Sicht hab, keiner kommt und genau weiß, dass ich in der nächsten Zeit gleich abbiegen muss. Das ist von beiden Seiten ein benutzungspflichtiger Radlweg. Ich hab selber nicht einmal genug Platz. Wenn da einer entgegenkommt, ja das wär der Spaß. Oh, tut es gut, wenn man nur sieht, dass es Leute gibt, die auch überholen können. So, was ist da jetzt passiert? Dadurch, dass ich zum Schalten immer eine Hand vom Lenker nehmen muss, weil die Gangschaltungshebel an der Querstange sind, da im roten, habe ich bloß nur eine Hand am Lenker gehabt. Mit der habe ich den Lenker nicht gescheit in der Hand gehabt, bin halt dann gegen die Leitplanken und hab mir ein bisschen an den Arm aufgeschürft.
Und nachdem der Arm dann ein bisschen als Brenner angefangen hat, gut, war ein bisschen schwarz vom Dreck auch, war ich dann auch ganz froh, dass es eine Leute noch gibt, die gescheit überholen können. Oh weh. Ich kriege Platzangst. Klaustrophobie. Schalten nicht vergessen, mein Freund. Hier ist 30. Daheim dann an Arm ein bisschen abgewaschen, war nix großartig. Ja mei, der Gott bestraft kleine Sünden sofort. In dem Sinne, macht's es gut, pfiat euch.